Du musst doch einfach nur ganz schnell. Es ist ganz einfach. Versuch doch mal. Das sind Sätze, die du vielleicht auch in einigen Videos von mir hin und wieder hörst oder den Eindruck hast, dass ich etwas in diese Richtung sage, wenn es darum geht, dass wir uns verändern. Es ist manchmal leichter gesagt als getan und doch tun wir uns schwer mit Veränderungen im Alltag, sie auch umzusetzen. Was war die letzte Situation, als du versucht hattest, etwas in deinem Leben zu verändern und wie schwer ist dir das Ganze gefallen? Hallo, mein Name ist Oliver Münch. Ich bin Business Coach. Auf diesem Kanal geht es darum, gesund und produktiv zu arbeiten. Ich denke, wir tun uns alle schwer mit Veränderungen. Veränderungen sind unbequem und sie haben sozusagen Veränderungskosten, die wir irgendwie bezahlen müssen. Und das ist vielleicht, dass wir unseren Status ändern müssen, unsere Denkweisen ändern müssen, aus dem Gewohnten ausbrechen, dass wir uns auf was Neues einlassen müssen, alte Sachen hinter uns lassen. Und das fällt uns häufig sehr schwer. Dazu sind wir meistens auch sehr gestresst im Alltag und das macht es noch schwerer, sich auf neue Dinge einzulassen. Und vielleicht ist es auch so, dass du einfach schon zu viele Projekte gerade in deinem Leben hast, die es dir dann noch schwerer machen, dich auf ein weiteres einzulassen. Dann ist vielleicht auch gar nicht der richtige Zeitpunkt da, sich zu verändern. Es gibt sowas, was jeder Veränderung eigentlich bevorgeht, und das ist so eine gewisse Veränderungsenergie, die wir aufbringen müssen. Anschub, den wir brauchen, um überhaupt in die Veränderung reinzukommen. Und gleichzeitig ist es so, dass in Veränderungssituationen wir vielleicht auch feststellen, dass in der Zeit, wo wir uns verändern, wo wir versuchen, ein neues Konzept umzusetzen, vielleicht auch eines von den Sachen, die ich in meinen letzten Videos erzählt habe, was du versuchst umzusetzen, dass es in der Zeit anstrengender ist, als wenn du dich gar nicht verändert hättest, wenn du vielleicht mit der Unzufriedenheit weiterlebst. Und dass in der Zeit, wo du irgendwas an deinem Verhalten ändern willst, es vielleicht sogar dazu führt, dass du weniger produktiv bist, weil du immer das hinterfragst, was du gerade machst, dass du gedanklich noch im alten System drin steckst und gleichzeitig versuchst, das Neue schon umzusetzen. Veränderungssituationen führen meistens dazu, dass wir in den Phasen, wo wir uns verändern, ähm, vielleicht sogar verspüren, dass wir weniger produktiv sind, weil wir noch im alten System drin hängen mit den Gedanken und gleichzeitig auch über das Neue nachdenken. Und das ist einfach etwas, was man in Kauf nehmen muss. Das ist unter anderem ein Grund auch dafür, warum es nicht mehrere solcher Veränderungsprozesse gleichzeitig geben sollte. Wie gesagt, es ist auch immer leichter gesagt als getan. Das ist also schon ein ganz großer Schritt, wenn du überhaupt feststellst, dass du dich in irgendeiner Richtung verändern möchtest. Und ich gebe dir 5 kleine Dinge an die Hand, die du bei deinem nächsten Projekt vielleicht beachten kannst. Das erste ist natürlich, dass du in kleinen Schritten vorgehst, also dass du nicht versuchst, dich um 180 Grad zu drehen und komplett die Welt auf den Kopf zu stellen, sondern dass du kleine Schritte machst. Die haben auch den Vorteil, dass du schnell Erfolge siehst, dass du merkst, es geht voran und eben auch, dass du dich nicht überfordert fühlst. Es hilft auch, ein klares Ziel vor Augen zu haben, zu wissen, warum du das Ganze machst. Also wenn du einfach nur was gehört hast und weil es genial klingt, weil du es noch mal ausprobieren wolltest, ist es vielleicht nicht genug, um wirklich eine Veränderung in deinem Leben zu bewirken. Vielleicht brauchst du wirklich ein klares Ziel, um zu wissen, wo willst du damit eigentlich hin? Direkt damit verbunden eigentlich, du musst es richtig wollen. Du musst dahinter stehen. Du musst, wenn du sagst, du willst dich verändern, dann auch entsprechend wirklich Kraft reinstecken wollen und diese Anfangsenergie, von der ich gerade gesprochen habe, auch irgendwie überwinden zu können oder aufbringen zu können. Veränderungen lassen sich besonders einfach dann umsetzen, wenn wir Routinen hinterlegen, wenn wir ähm, ein, ein klares Konzept haben, wie wir das im Alltag einbauen, an welchen Stellen wir das vielleicht immer und immer wieder praktizieren. Und Übung macht den Meister, heißt es ja auch immer so schön. Also Routinen helfen dann definitiv auch. Ähm, Vielleicht schaust du auch in das Video zum Thema Routinen nochmal rein. Und der letzte Punkt sind Unterstützung.
such dir Unterstützung, wenn du so eine Veränderung angehen willst für dich. Ähm, rede mit Freunden drüber, nehme einen Arbeitskollegen dazu und such dir einfach jemanden, der dir da den Rücken stärkt bei deinem Vorhaben. Schau doch einfach, ob du unter den anderen Videos noch eins findest, was dir bei deinen Vorhaben hilft. Vielleicht ist es tatsächlich eines von den Themen, über die ich schon gesprochen habe. Ähm, Das Thema Routinen kann ich dir empfehlen, wie du deine Veränderung vielleicht auch besser umsetzen kannst. Und ansonsten freue ich mich, wenn du das Video likest und vielleicht auch einen Kommentar da lässt, was dein letztes Veränderungsprojekt war oder was du angehen möchtest.